Schmerzen am Daumen oder seitlichen Handgelenk, vor allem dann, wenn du etwas greifen willst oder ein Glas eröffnen willst, sind Hinweise für das sogenannte Dequevant-Tendosinovitis. Bei diesem Krankheitsbild handelt es sich um eine Veränderung der Sehnenscheiden. Um diese Krankheit zu verstehen, ist es wichtig, dass man zuerst weiß, was ist eine Sehnenscheide und wofür ist sie denn da? Sehnenscheiden sind eine Art von Schutzgewebe. Sie sind platziert um die Sehne drumherum und die sorgen dafür, dass die Sehne etwas besser gleitet, vor allem über Knochenvorsprünge, und die schützt diese Sehne auch von externem Druck. Bei der Tendosinovitis von Dequevant ist es so, dass man zwei Sehnen anspannt. Und zwar genau diese beide. Den Daumenstrecker und auch den Daumenspreize. Diese beiden Sehnen, was man hier sieht. Bei diesem Krankheitsbild ist das Problem hier vor allem in dem Bereich von der Sehnenscheide. Diese beiden Sehnen, das man hier sieht, da entsteht das Problem. Diese Sehne ist der Daumenstrecker und diese Sehne ist der Daumenspreize. In diesem unteren Bereich von dem Unterarm Richtung Handgelenk, da ist die Sehnenscheide, die verläuft direkt über diesen Knochenkante von unten und oberhalb davon ist noch ein Band, die die ganze Muskulatur von der Hand auch an diesen Knochen befestigt. Bei der Anspannung oder bei der Bewegung von dem Daumen muss dann diese Sehne zwischen Knochenkante und Band gut gleiten können. Und die Sehnenscheiden sorgt genau dafür, dass diese Bewegung mit weniger Reibung stattfindet und auch besser gleitet zwischen die beiden Strukturen. Bei wiederholte und vor allem einseitige Bewegung, wo man ständig den Daumen bewegen muss, kann es zu einer Überlastung kommen, was dann die Schmerzen verursacht. Langfristig gesehen, wenn die Schmerzen zu lange anhalten, kann diese Sehnenscheide sich sogar verändern. Sie wird dicker und poröser und verliert dann ihre Gleit- und Schutzfunktion für die Sehne. Ein einfacher Test, um zu schauen, ob deine Schmerzen genau von diesen Sehnenscheide kommt, ist der sogenannte Finkelstein-Test. Was du machen musst, lass den Unterarm gebeugt, deine Hand, das Handgelenk soll gerade sein. Nicht in die Beugung, nicht in die Streckung. Als erstes platzierst du den Daumen dann in der Mitte von deiner Hand, eher so Richtung Kleinfinger. Mit den anderen Fingern umgreifst du dann den Daumen und bei dieser Position kann es schon dazu kommen, je nachdem wie lange du das schon hast und wie gereizt die Struktur ist, dass du da deine Schmerzen auslösen kannst. Wenn es nicht so ist, dann kannst du noch einen Tick weiter probieren, indem du jetzt halt die Hand Richtung Kleinfingerwärts bewegst. Und in dieser Position hast du dann eine maximale Dehnung von den Sehnen, was dann auch eine Reizung über die Sehnenscheide auslöst. Genau diese Reizung löst dann deine Schmerzen aus. Die Behandlung zielt auf zwei Hauptpunkte. Das erste, die Reizung zu reduzieren, Schmerzen zu lindern. Und das zweite, die Muskulatur zu stärken und die Gleitfähigkeit von der Sehnenscheide wiederherzustellen. Eine einfache Möglichkeit, die dir dabei gut unterstützen kann, die Schmerzen zu lindern, ist ein Tape. Und wie du das machen kannst, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Für das Tape brauchst du nun 3 Streifen. Je nachdem, wie groß dein Unterarm ist, wirst du so zwischen 20, 25 bis 10, 15 cm brauchen. Wichtig ist, dass du die Kanten gut abrundest, weil die sind die ersten, die sich lösen. Wenn sie so abgerundet sind, dann fixieren sie auf die Haut besser und halten auch länger. Der erste und längste Streifen sorgt dafür, dass man die Belastung auf diese beiden Sehnen, den Daumenstrecker und Daumenspreize, ein bisschen reduziert. Dafür machst du 2 kleine Einrissen in den Tape, weil die Spitzen immer ohne Zug angeklebt werden. Die Hand wird ein bisschen nach oben gebracht und hier kann man gut den Ansatz von den Sehnen sehen. Genau in diese Position klebst du dann die ersten Streifen drauf. Ohne Zug, ohne irgendwas. Und jetzt das längste Teil wirst du etwas
ziehen, so ungefähr die Hälfte von der Zugmöglichkeit und bringst dann die Streifen nach oben Richtung Unterarm. Das Ende vom Tape klebst du dann wieder ohne jeglichen Zug. Die 2 nächsten Streifen dienen dafür, um das Handgelenk ein bisschen zu entlasten und die Sehne in eine bessere Position zu bringen, damit der Zug etwas weniger wird. Und dafür nimmst du erstmal das mittlere Streife und der wird jetzt platziert von der Rückseite von deiner Hand über den Unterarmknochen nach vorne Richtung Unterarm. Am besten ist es dann, wenn du dein Handgelenk noch etwas nach oben bringst in die Streckung. Das Handgelenk etwas strecken, auf der Rückseite von der Hand ohne jeglichen Zug. Dann zieht man das Tape, dass ein leichter Zug entstanden wird. Pass auf, dass du den Druck nicht verlierst. Das Handgelenk in eine gestreckte Position bringen und dann so über das Handgelenk nach vorne und etwas nach unten. Und die Spitze wieder ohne jeglichen Zug in Richtung Unterarm. Wichtig ist es, wenn du die Hand jetzt locker lässt, dann müsstest du dann so eine leichte Unterstützung spüren, so als ob das Tape dich nach oben zieht. Und der letzte Streifen sorgt dafür, genau, dass man ein bisschen mehr Platz für die Sehne schafft und vor allem, dass es entlastet durch die Streckung. Man will das ein bisschen in so eine verkürzte Position reinbringen. Wieder das Handgelenk soll etwas in die Streckung gebracht werden und dann platzierst du das Tape von den Handrücken ohne Zug an der Spitze. Die Hand bleibt leicht in eine gestreckte Position und jetzt ziehst du das Tape und klebst es auf deine Handrücken. Die Spitze wieder ohne jeglichen Zug ankleben. Eine Streife von den Daumen Richtung Oberarm. Ein Streifen von den Handrücken über das Handgelenk nach vorne und die letzte Streifen von den Handrücken Richtung Unterarm. Am besten alle werden dann geklebt, wenn die Hand in so eine streckende Position reingebracht wird. Das war eine einfache und schnelle Methode, um die Sehenscheide zu entlasten und dir dabei unterstützen, dass das wieder heilen kann. Es wirkt schmerzlindernd, macht aber keine Wunder. Um langfristig beschwerdenfrei zu sein, brauchst du auch Übungen, die die Belastbarkeit für diese Struktur auch erhöht. Nebenbei ist es wichtig, dass du die wiederholte Bewegung von den Daumen versuchst, etwas zu reduzieren. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!